Ihr Lieben, was erwartet uns mit und ab dem Monat August? Eines vorweg, alles ist möglich. Oh ja, es ist energetische Hochspannung, sind emotionale Sturmwellen und explosive Entladungen, die uns erwarten. Die Sonne steigert ihre Aktivität jetzt massiv und lässt uns die hochexplosiven Energien bereits spüren. Und ja, dies betrifft alle Bereiche und Systeme. Persönlich wie gesellschaftlich will sich so vieles entladen und auch unsere Mutter Erde, die sich immer schneller dreht, wird immer unruhiger. Elektrizität spielt und wird eine große Rolle spielen. Und auch wir sind elektrische Wesen, energetische Wesen, durch die diese Hochspannung fließt. Und ja, Burnout, so könnte man es nennen. Und ich hatte es zu Anfang dieses Sonnenjahres bereits erwähnt, denn es gehört zur Signatur der Sonne, wie auch das Herz, die Nerven und die Augen, die jetzt sehr beansprucht werden. Lass dich nicht täuschen und bleibe bei dir, bleibe in deiner Ruhe. Und ja, die Sonne steht auch für unser Bewusstsein, das sich mit den extrem hohen Lichtenergien, die zu uns kommen, immer mehr erweitert, erhöht. Ja, es ist ein Umbau in allen Systemen und auf allen Ebenen unseres Seins, ihr Lieben. Und die Sonne steht auch für unsere Lebensenergie. Viele spüren es deutlich, denn die letzten Monate haben uns bereits massiv gefordert. Viel Erschöpfung ist im Feld, aber auch sehr viele angespannte Emotionen. Oh ja, wir spüren es deutlich. Vieles spitzt sich zu, erreicht seine Grenzen jetzt und kann sich damit ganz plötzlich und überraschend ändern. Und zwar auf eine Weise, wie wir es nicht erwartet haben. Alles ist möglich auf dieser großen Weltenbühne, auch Politik und Macht betreffend und in dieser künstlichen Matrix der Manipulationen. Auch hier wird vieles aufbrechen, sich verändern, wie auch auf der Sonne und aus unserer Mutter Erde heraus. Der August und die kommenden Monate werden auf alle Fälle eine Zeit der Erkenntnisse, die es in sich hat, vor allem für die, die bislang verdrängt haben. Allergien, Schmerz und Entzündungen gehören übrigens auch zur Signatur der Sonne. Und die Allergie zum Beispiel steht energetisch für den körperlichen Widerstand gegen etwas, das nicht verarbeitet werden will, etwas nicht als gegeben hinzunehmen und die eigene Kraft zu verleugnen. Ja, die Allergie steht für unsere Abwehr nach außen gegen körperfremde Stoffe. Und hier haben wir auch wieder das Blut, unsere Lebensenergie, den Fluss des Lebens. Aber auch unseren Atem betreffend gegen Stoffe aus der Luft oder was engt mich so ein, dass ich nicht frei atmen kann. Die Haut,
die bei vielen jetzt sehr empfindlich ist, Reaktionen zeigt, auch durch die erhöhte Strahlung. Sie ist ebenso unser emotionaler Spiegel. Entzündungen stehen generell für Konflikte, im Außen für Krieg, Auseinandersetzungen gegeneinander, aber auch im Inneren für Konflikte, die nicht gelöst sind und je nach Organ, auf was sich diese beziehen. Genau wie beim Schmerz, der bei vielen jetzt auch das Herz betrifft, das sich öffnen will, vor allem wenn die Selbstliebe fehlt, die Liebe, die geliebt werden will. Ohne Liebe geht es nicht, sind wir verloren. Und ja, auch der Schwindel, den wir jetzt immer wieder spüren, steht für den fehlenden Halt und das Vertrauen in all den Turbulenzen, die uns regelrecht umeinander wirbeln. Und ja, auch das verschwommene Sehen, das viele jetzt haben, steht für unsere Wahrnehmung, die sich im Zuge der starken Frequenzerhöhung von 3D auf 5D immer mehr verändert. Und das ist es auch, warum uns die alte Welt immer surrealer erscheint. Und ja, das waren nur kurz zusammengefasst einige energetische Zusammenhänge für euch. Und trotz allem, was geschieht, und gerade deshalb führt uns dieser August und die kommende Zeit zu unserer wahren Kraft, ihr Lieben. Setzen wir die Segel für den blauen Sturm, denn es ist die blaue Sturmwelle, das neue Jahr im Maya-Kalender, das gerade begonnen hat. Es steht für Läuterung, Transformation und das Aufbrechen der Grenzen. Oh ja, mit ihm geht es um Auflösung, Erneuerung, Umformung, mit sehr viel Bewegung auch unsere Mutter Erde betreffend und geballter Energie. Ein Sturm räumt auf, um Platz zu schaffen für etwas Neues. Und dieser Sturm beschert uns auch eine Auseinandersetzung mit Krankheit und Heilung. Im persönlichen Sinne, wie auch die Menschheit insgesamt, diese Erde und diese Welt betreffend. Regen, Wasser, Reinigung, Veränderung sowie die Kraft der Selbsterneuerung hin zu unserem Lichtkörper. Oh ja, die Unwetter und Katastrophen werden zunehmen, wie es jetzt bereits der Fall ist. Alles ist möglich, ihr Lieben, und deshalb ist Achtsamkeit so wichtig, aber auch Wachsamkeit bezüglich allem, was geschieht, was auf uns zukommt. Und ja, das heißt jedoch auch, einmal einen Gang zurückzuschalten, um in unserer Kraft zu bleiben, während dieser Anpassung an die extrem hohen Lichtenergien. Und auch, um aus der Stille heraus klarer sehen zu können, anstatt im Spiel der Manipulationen da draußen weiter mitzuspielen. Und zwar uns selbst, unseren Weg und diese Welt, die sich schneller verändert und verändern kann, als wir uns vorstellen können.
Es heißt jetzt, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, ihr Lieben. Jetzt ist die Zeit für alles, was du verändern, neu beginnen möchtest. Und auch hier gilt, alles ist möglich, wenn du den Mut hast und dir vertraust. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in den August und sende euch alles Liebe, eure Silvia.